Bruder! Ich bin ganz weit draußen, in South Dakota, wo schon klar ist, wen man wählt. I'm proud to say I'm a very big Trump supporter. Mein Stammbaum führt mich zu einem Teil meiner Familie, den ich nicht kenne. Republikaner, denkbar weit weg von der demokratisch geprägten Großstadt. I am pro Kamala because Trump wants to make fascism the standard. Man könnte denken, diese Menschen haben nichts gemeinsam, aber weit gefehlt. Would you consider the political system a trustworthy system? No, No? absolutely not. It's all rigged. It's racism. It's just black and white. They both lie. They both say what was on your hair. It's a game, just like any other game, PlayStation or Xbox, you gotta know when to put down the controller. Das ist die Geschichte von denen, die das Vertrauen in die Politik verloren haben und trotzdem wählen gehen. Menschen, die mehr vereint, als sie denken. Die Menschen auf dem Land und in der Stadt, Republikaner und Demokraten, Anhänger von Trump und Harris. Und um diese Geschichte zu erzählen, beginne ich meine Reise in Liebe Leute, schöne Grüße aus Harlem. Da sind wir heute in einem schwarz dominierten Viertel, denn ich möchte wissen, was sagen die Leute zu Kamala Harris und was sagt diese Neighborhood zu diesem ganzen politischen Zirkus. Ich lasse mir ein Tattoo stechen, wir gehen nachher in den Comedy Club und dann wollen wir uns mal hier mal ein bisschen einleben. Let's go. Kamala Harris wäre die erste schwarze Frau als Präsidentin. Was sagen die Leute in Harlem dazu? You want to be in the film? Nee, ist okay. No? Erstmal spricht niemand mit mir. Bürgerliche Bullshit-Wahl. So nennt Street Art die anstehenden Elections. Auf dem Weg zu meinem ersten Termin. Keine Reise ohne Tattoo, also rein ins Hinterzimmer eines Nagelstudios. I called a couple of hours ago. My name's Hubi with the film team from Germany. Yeah? May I come in? Yeah? Cool. Isa, Hubi, nice to meet you. Isa ist 19 Jahre alt und tätowiert, seitdem sie 15 ist. Neben ihr steht ihr Chef, Tattoo-Artist und Rapper Gaddafi. Und hier in Harlem, New York City, ist Isa überraschenderweise großer Fan deutscher Serien. So what were you watching again? I definitely was watching Dark. When you guys said Dark, I was like, yes, I love that one. And I gotta finish the second season and third season. Aber vorher sticht sie mir mein Motto für diese Präsidentschaftswahl. Denn in Zeiten von Milliardären, die mit Hunderten Millionen von Dollar in den Wahlkampf eingreifen, heißt es, Cash rules everything around me. Isa wohnt dort, was unser einer nur aus Rap-Videos kennt, in der Bronx. In ihrem Viertel ist Washington ganz weit weg. Genau wie der Glaube, dass sich durch Kamala Harris etwas ändern würde. I really don't think there's gonna be a change if she becomes president. I feel like maybe there would, only because she is gonna be a black president. What would you say is the thing you most need in change? More safety, but I'm not talking about the people, I'm also talking about the cops as well. They sometimes be doing dirty stuff, especially since the Bronx has a high record of like being dangerous or bad and everything. So if anything happens, it's like, who are they gonna believe? The people with a more higher rating or the people with a lower rating? What do you think if Harris wins? Like if Harris wins, would it be a change? I think men think rationally, and I think women think emotionally. Kamala Harris' boyfriend could cheat on her, and then she might say, "Drop the atomic bomb." You think that? You know what I mean? Her boyfriend could cheat on her. She might be like, "Drop it, you blow everybody up." I'm not even into the politics when it comes with being reasonable with Kamala Harris. I'm thinking she's a female. Auch so fallen Wahlentscheidungen. Harris wird verschmäht und gemocht, aus dem gleichen Grund, weil sie eine schwarze Frau ist. So ist das mit der Identitätspolitik. Deswegen muss es um mehr gehen. Ein paar Stunden später, 2 Blocks weiter. Comedy in Harlem.
Unglaublich, aber wahr, das hier ist der einzige schwarz geführte Comedy Club in ganz New York City. Und ich bin da lange vor der eigentlichen Show. Are we with Kamala? Yay! I feel like people shame you if you're not excited about Kamala Harris. Have you noticed that? If you say anything, shut up, because we don't want the orange man to win. Like what they're planning on doing. Ich sehe das Warm-up von Clubbetreiberin Nikki Sunshine. In einer weiß dominierten Industrie will sie in diesem Laden schwarzen Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne geben. Aber am besten stellt sie sich einfach selbst vor. Hallo, ich bin die Nikki. Also ich habe in 98 in Bayern gelebt und ich habe an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert. Ja, jawohl! Ab 19 Uhr trudeln Publikum und Künstler ein. Heute Abend große Mixed-Show, das Beste von dem, was Harlem zu bieten hat. Ich habe jetzt hier sehr durcheinander mit sehr vielen Leuten gesprochen, die alle on stage sind nachher. Es ist ja eine krasse Energie, weil die sind alle pumped, Alter. Die haben alle Bock, auf die Bühne zu gehen. Comedy Hall, what's up? Come on, y'all, make some noise. Boogie down, Bronx. Bow, bow, bow. Welcome, thank you for coming out. That's what's up. Ich bin etwas verhalten als Whitest Boy Alive und habe hier im Raum keinen getroffen, der Trump wählt. Aber auch für die vielleicht erste schwarze Präsidentin finde ich keine Begeisterung. I don't necessarily think that because she's black that changes the dynamic. You know what I mean? If you're a politician, you have to play the game, and the way the game is played, the 1% benefit from it, not the 99. I don't want to, rain on other people's parade because there's certainly an excitement about Kamala. There's hope and, they're like freedom. Their whole thing is freedom. And it's like, freedom, I'm a bit cynical. Zynisch machen sie Gewalt und Waffen. In ihrem Viertel und auf der Welt. Die Waffenlieferungen an Israel und die Haltung der demokratischen Regierung im Palästinakrieg. Aber vor allem ist Nikki wütend über Superreiche und Interessengruppen, die über Wahlkampfspenden Einfluss auf die Politik nehmen. What I have a problem with is the lobbyists that are controlling our system. And it's money. It's money. It's so much money. How can you be a democracy when money is fueling every move that you make? It's not a democracy because ordinary people cannot compete. Nikki sagt, diesen Club zu betreiben, sich mit Menschen zu verbinden, die Bühne schwarzen politischen Künstlern zu geben, das hilft ihr, nicht völlig zynisch zu werden. Hier geht's um Community, um Harlem, ums Viertel, nicht um Washington, D.C. The focus should be more state and local than national, because that affects us on a more of a direct level than on the national level. Lokal heißen die Größen nämlich nicht Trump oder Harris, sondern Nikki Sunshine. Und schon klar, dass Comedy nicht die Welt rettet. Aber der Mensch braucht Gemeinschaft und Räume. Und aus diesem Raum nehme ich mit: Harris ja, Überzeugung nein. Ich lasse New York hinter mir und fliege in den mittleren Westen. Die Amerikaner sagen Fly over Country. Aber ich will nicht nur drüber wegfliegen, sondern mitten rein, nach South Dakota. Jetzt nicht alle einzeln machen. That's the land of the free, baby. Das hier ist Republikanerland. Trumpland könnte man sozusagen sagen. Ein ganz kleiner Staat, nur 900.000 Einwohner, sehr dünn besiedelt, es riecht nach Gülle. Wir sind hier wirklich auf dem Land. Die 900.000 Einwohner teilen sich übrigens eine Fläche halb so groß wie Deutschland. Trump überall, auch in der größten Stadt, Sioux Falls. An einer Hauptstraße fällt mir dieser Stand auf. Vor der Wahl läuft's bei Inhaber Kane. How's the business going? It's going great. Yeah? Yeah, it's going really good. What's the top seller? The top seller, I'm going for the convicted felon. Uh-huh. I mean, we've probably sold about 10, 15 of these just today. Uh-huh.
So that would probably be the best one so far. And then also these ones. Never surrender. Niemals aufgeben. Das meiste hier designt er selbst und mit seinem Bus tourt er durchs ganze Land. Denn Trump hat ihn mobilisiert. I've never been into politics really until Trump. How can you relate to him or what he's saying, like in the Make what America issues? great again. It's just that simple, you know. Bring our jobs back. Bring, you know, the economy back up. The housing. Make things affordable again. Who wouldn't want that? Ja, wer würde das nicht wollen? Trumps Wahlsieg sei jetzt schon klar und sollte wider Erwarten doch Harris gewinnen, dann denken manche schon ans Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Imagine on the election day, it turns out that the Democratic Party wins. How would Trump I supporters? think we would have civil war. Yes. Civil war. Yep. Oh, that's a hard word. Yeah, it's the truth. I think it'd be the people versus the government. Are you supporting that? I Or? stand for the people, not the government. But do I support civil war? No, I don't want any wars, you know. But the people do what they want to do. Dieser Personenkult kann einem schon Angst machen. Vor allem, weil für einen potenziellen Bürgerkrieg alles schon bereit läge. Ich bin taub. Ich bin taub. Aber dazu später mehr. Ich verlasse die Stadt und fahre nach Salem, ein kleines Dorf, wie aus einem Westernfilm. Im Stadtkern prangt die katholische Kirche, daneben der katholische Friedhof mit Grabsteinen voll deutscher Namen. Auch 2 meiner Vorfahren liegen hier, denn Deutsche Siedler haben dieses Dorf gegründet, unter anderem mein Urgroßonkel. Und dessen Nachfahren werde ich treffen. Ich treffe jetzt quasi gleich meine eigene Familie, die ich aber überhaupt gar nicht kenne, sondern mühsam recherchiert habe, wo sie denn ist. Nein, da sitzt irgendein Typ in der Garage, das ist das nicht. Guck mal, wer weiß, aber das ist doch die Adresse, die sie dir gegeben haben, oder? I go out and ask. Nicht so? Okay. Yeah. Hello, hello. So, I'm putting it on there that he's here. they're inside or what? Hello. Joanne Cook. Duran? Joanne. Duran. Yep. My name is Hubi. Hello, Julie. Yes, Hello, nice to Hubi. meet you. Is that what they Hubi. call you, Hubi? Hubi, yes. Okay. Hubertus, yeah. Your grandpa was a Hubert? Yes. Okay. That's right, yeah. And what is your name? Dean. Dean, you're Dean. Ah, nice to meet I you. am a cook, and I'll be Yes. about, and Julie is still a cook. wir alle sind Cooks bzw. Kochs. Eine große Familie, a big family. Yes, I've seen the same picture with my aunt. The exact same picture. This is Jenny and Ted. Ted, yes. Deans Großmutter ist die Cousine meiner Großmutter. Über den Nachmittag kommen immer mehr Cooks hinzu, freuen sich über Besuch aus Germany und markieren sich im Stammbaum. Sie ist meine Groß-Cousine, glaube ich. Alle hier sind Groß-Cousins und Cousinen. Wir lesen über 100 Jahre alte Briefe meines Urgroßonkels. Und ich werde herzlichst empfangen. Mit lokalen Spezialitäten, Plastikbesteck und Papptellern. Nach uns die Sintflut. This is America. Let's go! Und es ist irgendwie weird. Denn einerseits bin ich unter Verwandten, wenn auch weit entfernten. Okay, enjoy your meal, everybody. Und andererseits will ich hier einen Film zur Präsidentschaftswahl machen. Bei meiner Familie, die mehrheitlich Trump wählt und der es finanziell ganz gut geht, wenn ich mir die Autos so angucke. Also bisher ist alles sehr nett und jetzt muss ich irgendwie den Twist finden, über Politik zu reden. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob das schwer ist oder nicht. Ich knall mir jetzt noch ein Lightbier rein und dann wird schon werden. Und mit Sonnenuntergang fährt die nächste Großcousine auf den Hof, Hello. Barbara. Hey. Hi. My name is Hubi. Hubie? Hubi, yes. Hubie. Hubertus, yes. There's Hubie too. Oh, this is Hubi That's too? Hubie right there. And you won or what? Hubertus Koch. Ihr Vater heißt genau wie ich.
Der Hype ist real. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Barbara ist wie alle hier super nett. Das macht den Aufenthalt sehr angenehm. Auch wenn uns in vielen Dingen Welten trennen. I'm absolutely against abortion. So if I can get a president that would be against abortion. So that's my number one. Then there's the economy, then there's the border, there's a few things, but number one is life. Ihre Tochter Nicole interveniert. He wanted to. Yeah, we just talk. We just have a chat. Ein kleiner Plausch über Abtreibung, ganz normales Familienthema. Die Cooks sind wie ihre Vorfahren noch immer sehr katholisch, besonders die Älteren. Also beiße ich nicht nur in dieser Diskussion auf Granit. If everybody was aborting their babies, then what would we have? We would have no society. But not everybody will abort life when abortion is legal. Without life, what do you have? But it's also her life, right? But they made the choice, and now there's a baby. So who's fighting for that baby? Natürlich wählt sie Trump. Und ich will nicht weiter streiten, sondern Gemeinsamkeiten sehen, etwa das Misstrauen. Die meisten hier wählen Trump, obwohl sie ihn für keinen guten Kandidaten halten. But I would say a majority of the people in the United States feel the same way we do right here. Because I think all of us look at it and say, wow, really, this is the best we can come up with. Hier am Tisch fällt oft der Satz, I'm not buying it. Ich kaufe denen das nicht ab. Und dann ist es irgendwie unlogisch, dass trotzdem alle wählen, oder? So, you're buying something. You are not convinced, but you go vote, so you buy something, either one of the sides. You have to. I mean, it's a responsibility. Because if I say I don't vote, look out. You know what I mean? I mean, why not vote? I met people who said, I'm not voting. I have not voted in the past because I didn't feel like I knew the facts. So I chose not to vote, but say that to someone and it's like, you're under fire. Bei der letzten Wahl haben 1/3 der Amerikaner nicht gewählt. Und hier verstehe ich das erste Mal warum. Denn ist es wirklich Privileg oder Verantwortung, an einer Wahl teilzunehmen, an die man gar nicht glaubt? Joanne, Life is good. thanks for having us. Yes, Thanks for having us. Bye bye. Okay, guys, bye. Bye. Bye bye. Am nächsten Morgen treffe ich Nichtwählerin Nicole und ihren Sohn wieder. Hey. Hey, Bryson, how you doing? Huh? You good? Hey, hello. How are you? Nice to see you. Good, and you? Yeah? I'll give you a microphone first thing. Nicole ist gerade zurück zur Familie aufs Land gezogen. South Dakota soll ihr Ruhe spenden nach turbulenten Jahren, in denen kein Platz für Politik war. Eher für Burnout. In ihrem Lehrerjob, der schlechter bezahlt war als bei McDonald's. Okay, so here we go. A lot of teachers have 2 jobs, 2 or 3 jobs, and so mine's the military. I've been in the military and a teacher. But I'm a single mom and had a little boy, and after COVID, it just got really, like around the clock, just unhealthy. I didn't work out, I just did nothing for me. So I didn't feel like I had time to sit and watch the news, and even then, if I did, was it accurate? I didn't know. So I didn't feel like I had a sound enough judgment to go make a vote, despite what people were telling me I should vote. So you were more busy with your own life and with everyday Yeah. life, so Well, to say. teaching was crazy. Yeah. Teaching and single mom is crazy. Dieses Jahr wird die Nichtwählerin doch wieder wählen. Denn einer hat sie abgeholt. No kid. And you're indecisive, or you go to No, the... I'll definitely go Trump. Yeah. What makes you so convinced? I don't believe anything that Harris is doing. I think I think they're just puppets. I think at least Trump has a backbone. Has a what? He has a backbone. Backbone. Yeah. In what sense? He's going to stand up for what he's saying. It might be dumb, it might be derogatory, it might be, really terrible, but he's still going to stand up and believe in what he's saying. Yeah, I mean, he's saying like some rough shit, right? Yeah.
Oh, your dog is licking something. Yeah, it's okay. She eats It's something. okay. So he said pretty racist things, Yeah. and he did pretty racist stuff in the And past. feminist things and Anti-feminist things, Yes, yeah. yeah. So especially as a woman. That's like- what I'm saying. He's not a good human. Yeah. I don't think any of them are role models that I want him to look up to. Uh-huh. But I think, in my opinion, and I don't know the facts, all of them, but I think Trump is a businessman. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. What the fuck? Nicole hat einen schwarzen Sohn und wählt Trump trotz seines Rassismus und der Frauenfeindlichkeit. Und der Hauptgrund für diese Wahlentscheidung liegt nicht mal bei Trump, sondern bei der demokratischen Regierung. Denn Nicole sagt, dank Biden geht hier alles den Bach runter. Everything has gone up. Inflation's gone up. Groceries are double. Gas is more. Yeah, there was this The housing market is terrible. COVID pandemic happened. I mean, it's a lot what doesn't have to do with Trump, right? Or Biden or, Right. parties. Yep. Yeah. But I don't know that. I don't know. I just haven't seen anything good since Biden's been there, you know. Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie. All solche größeren Zusammenhänge spielen keine Rolle, sondern nur gefühlte Wahrheiten, rhetorische Figuren und das Spielen mit den Medien. Im Hotel habe ich viel US-Fernsehen geguckt. Neben vielen Graphen, die eher an ein Pferderennen erinnern, gab es Punchlines ohne Ende auf beiden Seiten. Also man muss sagen, es ist wirklich eine intellektuelle Zumutung, die da im Fernsehen verhandelt wird, und die nennt sich Wahlkampf. Einfach nur den Gegner diskreditieren, statt irgendeine politische Vision zu zeichnen. Und bevor man hochnäsig auf die Amis guckt, ist das bei uns wirklich anders? Ihr wollt mich doch verarschen mit eurem Scheiß. Am nächsten Morgen will ich von Politik nichts mehr wissen. Denn auf meinen ausdrücklichen Wunsch wird heute scharf geschossen. Ah, da sind ja schon die Ziele. Ja. Digga, ist das hier geil mit den Autos. Oh mein Gott, ich fühle mich wie in einer GTA-Mission. South Dakota hat mit die liberalsten Waffengesetze. Und die Familie war sehr skeptisch, mit mir über das Thema zu sprechen und zu schießen. Aus Sorge, wie das wohl dargestellt wird. Aber mein Großcousin Zach steht Rede und Antwort. So to make clear, like you have the guns for hunting purposes. Yeah, especially in this area that's kind of like, it's like our cultural thing. Like we grow up hunting and fishing and doing outdoor activities like that. So our guns here are almost entirely for that purpose of hunting. Because for a German audience, it's a pretty extreme thing to see a gun, because in Germany you would never see guns. But here it's like an everyday thing, right? Yeah, but I've known people, you know, in like other cities, like in big cities, some people have never seen guns also. But like here in these small towns, almost everybody has probably seen guns or shotguns or went through a hunter safety course to be able to, you know, get certified, you know, to shoot. So when was the first time you shot a gun? Maybe I was 9. Yeah, Yeah, okay. probably 9. Auf dem Land ticken die Uhren eben etwas anders. And this is the hammer, so it's technically fire right now. I think I hit. Yeah, you gotta make sure. Und mit diesem Treffer habe ich mir doch wohl mal eine größere Wumme verdient, oder? Jetzt übernimmt Nicole. Die ist immerhin beim Militär. See this one? You can go like this. Watch this. You can go like this. This is heavy. Die USA hat mehr registrierte Schusswaffen als Einwohner. Und hier machen es sich erstmal alle bequem. Die Kinder stellen die Ziele auf und die Hunde rennen mir in die Hacken rein. Your finger touching here. Sorry. I'm gonna clear them out before you shoot, okay? Yeah. I'm gonna back up and clear them out. Yeah. Hier ein Pazifist am Sturmgewehr. Diesmal mit Ohrschützern. Ich bin ja kein Anfänger. How'd that feel? Powerful. It's crazy, but I'm surprised. I hit all 4. Like it's really not hard. I thought it would be so much harder. Like to To actually hit a target.
Diese AR-15 ist wirklich kinderleicht zu bedienen und ab ca. $500 erhältlich. 2 Tage nach unserem Dreh tötet ein 14-Jähriger damit 4 Menschen. In einem anderen Bundesstaat, im 50. School-Shooting nur in diesem Jahr. Keines davon in South Dakota. Hier werden mit dem Sturmgewehr vor allem Kojoten gejagt. Dean sagt, das muss auch anders gehen. Kriegswaffen sollten gar nicht legal sein. Aber hier Waffen als solche zu verbieten, käme einem Kulturangriff gleich. Das habe ich ja selbst erlebt. Right? So like while you're up here, once you have it in sight, you would put it on fire and then pull the trigger. Okay, okay. Boah, Alter, And then safe. Jo. Wenn du das von Kindesbeinen an machst, das wäre wie, als würdest du sagen im Deutschen, ich nehme dir jetzt dein Auto weg. Du kannst hier kein Auto mehr fahren oder Tempolimit haben. I begin to understand. Yeah. What part or what do you feel you understand more of? It's like a family gathering, people are running around, kids, dogs, blah, blah. It's like just a fun thing to do, like, I don't know, playing baseball or something. Yeah. So when you cut out the safety issues in cities and gang fights and all that, I can understand why people say, keep your hands away of my gun. Yeah. So I can Yeah, 'cause understand it's part that. of our kind of livelihood, but you know we're using it for these things, like you're saying, gatherings and things like that. So like a lot of the Midwest towns and things like that are a silent majority, where we kind of keep to ourselves and live these lifestyles, and we like the guns. Stumpf gesagt, wenn ich in der Einöde auf Ziele baller, sind School-Shootings in anderen Staaten ganz weit weg. Couple of days. Nach dem Schießen fahren wir zur Farm nebenan. Yeah, you're a big dog. Du kleiner Adipositas-Dog, hä? Ja, das ist der amerikanische Weg. Du bist ein amerikanischer Hund. Ja, du bist ein ganz dicker Hund. Dean führt mich zu seinem Sohn, Doug. Hello again. How's it going? Hey, nice to meet you. Doug handelt für einen internationalen Großkonzern mit Saatgut. Finanziell geht's ihm gut und seiner Frau und den 3 Kindern. Den Hof hat er nur zum Spaß. Aber um Spaß soll's hier nicht gehen, sondern um Politik. I'm proud to say I'm a very big Trump supporter. I am probably further right than most. And would you consider Donald Trump a trustworthy guy? I think he's the better of 2 evils. As far as politicians go, I trust him more because he isn't a politician. The better of 2 evils. Wie oft ich das hier gehört habe. Auch wenn sich Donald Trump offiziell distanziert hat, der Einäugige unter den Blinden steht in Verbindung mit dem Project 2025. Einem Strategiepapier, nach dem Strafvollzugsbehörden wie das FBI aufgelöst oder direkt dem Präsidenten unterstellt werden sollen. Solche und andere radikale Ideen stammen teilweise von Trumps ehemaligen Kabinettsmitgliedern und würden alle Macht bei ihm bündeln. Are you familiar with the Project 2025? Yes, there are some very radical things in Project 2025. Yeah, when I read it, I think, okay, this is like, it's tending to fascism, to... Right. Like you're saying, if you had one guy in power, he can make all the decisions. That would be like having your House, Senate, and President all in one guy. Yes. And that's no good for anybody. But still you're going to vote for Trump? Most definitely. Because most definitely. The other candidate is crazy. We've had 4 years of crazy. It doesn't work. Und nochmal, what the fuck? Statt der Craziness der Demokraten wählt Doug lieber einen, der die Demokratie abschaffen will. Eine ziemlich bewusste wie radikale Wahlentscheidung. Und ich bin doch irritiert, denn nur 5 Minuten später ist von dieser Radikalität nichts mehr zu hören. Die Wahl und alles, was damit zusammenhängt, nur noch halb so wichtig, denn das erzählen einem ja nur die Medien.
this is the biggest election in the world and things are going to fall apart if you don't vote for X or Y. We don't feel that way. I don't think the world's going to end if the Democrats win. I don't think the Democratic people think the world's going to end if Donald Trump wins. Hier draußen wird die Welt nicht enden. Hier hat man wenig zu befürchten und leicht reden als gut situierter Nachfahre deutscher Siedler. Denn natürlich fürchten große Teile der schwarzen Bevölkerung den Rassisten Trump als ihren Präsidenten. Was die unterschiedlichen Welten aber verbindet, all diese Menschen glauben der Politik nicht mehr. Es zählt weniger Washington, sondern mehr das Zuhause. Community und Familie, da sind alle gleich. Politisch sind sie lost. Sie wählen gar nicht mehr oder ohne Überzeugung. Manche einen offenen Rassisten, prophezeien schon den Bürgerkrieg. Und woanders hätte ich sicher energischer diskutiert, aber auf so einer Familienfeier hält man sich auch mal zurück. Ja Leute, das war mein Film. Den nächsten Y-Kollektiv-Film findet ihr schon jetzt in der ARD-Mediathek. Einfach auf den Link klicken. Und ansonsten, was ist eure Meinung zu dem gerade Gesehenen? Eure Meinung zur US-Wahl? Wie vertraut ihr in die Politik? Was haltet ihr von den Kandidaten? In die Kommentare damit. Ich mache noch ein Q&A und antworte auf ein paar. Bis dahin, tschüss!